herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Mein Name ist Laura und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Und heute soll es darum gehen, wie dir ein Journal dabei helfen kann, endlich deine Ziele zu erreichen und deine Probleme aus einer ganz anderen Sichtweise zu sehen. Und zuerst mal hoffe ich natürlich, dass ihr alle diese Corona-Zeit gut übersteht und euch bisher nur mit dem, ich sag mal, Luxusproblem beschäftigen müsst, was ihr zu Hause noch machen könntet. Und ja, sind wir mal ehrlich, es gibt Schlimmeres, als zu Hause zu sitzen und nicht zu wissen, was man noch im Haushalt tun könnte. Und gerade so eine Zeit bietet sich natürlich auch dafür an, mal ein paar neue Routinen auszuprobieren. Und ja, eine zum Beispiel wäre, das Journalen anzufangen, beziehungsweise Tagebuch zu schreiben. Und bei Tagebuch denken wir leider oft noch daran, dass das nur was für kleine Kinder ist und wir einfach aus dem Alter raus sind. Aber keiner von uns ist zu alt, ein Tagebuch zu führen. Und es sieht dann vielleicht nicht mehr so aus wie früher, nicht mehr mit dem Pferdelogo, wie zum Beispiel meins von damals. Aber Tagebuch ist Tagebuch. Und warum sollten wir nicht auch jetzt ein Tagebuch noch führen? Und ehrlich, wenn ich ehrlich bin, ich war letztens bei meinen Eltern und habe mein altes Tagebuch wieder rausgesucht und ich fand es so super spannend und ich habe einfach mal meine ganzen Gedanken durchgelesen, die ich früher so hatte und es war so interessant, was ich damals reingeschrieben habe. Und wenn du die Chance hast, dass du nochmal irgendwie dein altes Tagebuch von früher raussuchen kannst, dann mach es auf jeden Fall, es ist super, super spannend. Ja, und vielleicht hat dein Tagebuch, das du jetzt anfängst, ein bisschen mehr Struktur oder du weißt viel mehr, warum du es tust, aber im Grunde, es gibt kein richtig und kein falsch und warum nicht einfach wieder anfangen, Tagebuch zu führen. Und es ist auch ganz egal, ob du morgens oder abends dein Tagebuch führst. Du kannst zum Beispiel abends aufschreiben, wie dein ganzer Tagesablauf war. Und du kannst aber auch morgens aufschreiben, wie du dir den Tag vorstellst, wie er aussehen sollte, wenn alles optimal läuft. Oder du kannst deine Gedanken zu bestimmten Dingen aufschreiben. Aber auf genaue Techniken gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und vielleicht hast du schon gemerkt, dass es bei einem Journal oder beim Tagebuch führen in erster Linie darum geht, dass du einfach ein bisschen achtsamer wieder wirst und teilweise auch eine andere Sichtweise auf bestimmte Dinge bekommst. Und oft ist es ja auch so, wenn uns ein Freund oder eine Freundin eine bestimmte Sache erzählt oder wir jemandem etwas erzählen, dass diese außenstehende Person nochmal eine ganz andere Sichtweise auf diese Situation hat, weil sie eben nicht gerade in dieser Situation involviert war. Und dasselbe kann dir eben auch passieren, wenn du anfängst, diese Sachen aufzuschreiben, dass du dann einfach, wie so eine dritte außenstehende Person oder einfach außenstehende Person nochmal diese Situation durchlebst und eine ganz andere Sichtweise drauf hast und das vielleicht dann gar nicht mehr so schlimm findest oder du hast eine ganz andere, du realisierst Dinge einfach ganz anders oder findest Lösungen auf Probleme, die du in dieser Situation vielleicht nicht gefunden hast. Und du siehst außerdem auch bestimmte Verhaltensmuster, die du zum Beispiel tagtäglich ausführst. Handlungen, die dir vielleicht gar nicht so bewusst waren. Vielleicht sind es auch nur ganz, ganz kleine Dinge und jetzt zum Beispiel, wenn es ums Essen geht, dass du immer wieder aufstehst, wenn du genervt von deiner Arbeit bist und dir einen Snack holst. Vielleicht merkst du dann, wenn du es aufschreibst, dass es ganz einfach wäre, diese Snacks zumindest mit was Gesundem zu ersetzen oder gesünder zu gestalten. Oder vielleicht geht es dir einfach nur darum, dass du einfach kurz aufstehst und von dieser nervigen Arbeit, die du gerade vielleicht nicht machen willst, wegkommst. Dann hilft es dir vielleicht einfach, wenn du einen Tee machst oder wenn du einfach nur aufstehst und frische Luft schnappst. Und wenn du solche Dinge aufschreibst, bekommst du einfach mehr Abstand zu der eigentlichen Situation und dir fallen Lösungen auf, die dir vielleicht davor oder in dieser Situation nicht eingefallen wären, beziehungsweise passieren einfach den ganzen Tag über so viele Dinge, dass wir über so viele Sachen gar nicht weiter drüber nachdenken und es dann einfach den nächsten Tag wieder genau so weitermachen. Und ein Journal kann dir dabei helfen, generell achtsamer durch den Tag zu gehen, da du entweder morgens schon deinen idealen Tag
durchlebst und dann immer wieder guckst, ist es jetzt wirklich so, wie du es dir in der Früh gedacht hast, oder du schreibst es dir eben abends auf und reflektierst den Tag und merkst dann auch oder wirst dann immer bewusster, weil du weißt, du schreibst es abends wieder auf. Und du kannst dein Journal ganz allgemein führen oder du kannst aber auch zum Beispiel dich nur auf deine Essgewohnheiten fokussieren. Wann greifst du zum Essen, ohne dass du Hunger hast? Oder wann bekommst du Lust auf Süßigkeiten? Und wann isst du vielleicht ganz unbewusst oder nebenbei? Und was sind Situationen, bei denen du überhaupt nicht ans Essen denkst? Oder wann überisst du dich? Und oft treffen wir im Alltag ganz unbewusst Entscheidungen, nur weil wir eine Sache immer so gemacht haben. Wenn du zum Beispiel morgens aufstehst und dir immer dasselbe Frühstück machst, dann machst du immer dasselbe, ohne überhaupt groß nachzudenken, ob du es vielleicht einfach mal anders machen könntest oder gesünder gestalten könntest. Oder isst du morgens einfach nur, weil du immer isst und hast überhaupt gar keinen Hunger? Oder hast du immer nachmittags einen Kaffee, weil es einfach deine Routine ist, oder genießt du ihn wirklich? Und das sind einfach so Sachen, über die du dir dann, wenn du es aufschreibst, nochmal viel bewusster wirst. Und es kann dir aber genauso helfen, wenn du deine Gedanken und Gefühle aufschreibst. Wann bist du gestresst? Wegen was bist du gestresst? Ist es überhaupt notwendig, dass du wegen einer bestimmten Sache gestresst bist? Oder kannst du es irgendwie vermeiden? Kannst du das nächste Mal diese Situation irgendwie besser machen oder besser darauf reagieren? Und wie du siehst, geht es beim Journal viel mehr darum, wie ich schon gesagt habe, dass du einfach deinen Tag bewusster lebst. Und was dir dann auch wieder dabei hilft, Dinge anders wahrzunehmen oder einfacher zu ändern, weil du dir dann ja schon mal darüber bewusst wirst und dann vielleicht auch bewusster merkst, wenn du sie ändern würdest, was das für einen Effekt hätte. Und du kannst in dein Journal aber auch ganz andere Dinge aufschreiben, wie zum Beispiel, wofür du dankbar bist. Darüber habe ich bereits eine separate Folge aufgenommen. Wenn dich das interessiert, dann hör die am besten nochmal an. Oder du schreibst dir morgens auf, warum du heute zum Beispiel dich besonders gesund ernähren willst und warum du deinem Körper heute was Gutes tun willst. Warum du das heute machen willst. Was ist dein Warum für diesen Tag? Schreib dir auf, warum es deinen Tag heute so viel schöner machen würde, wenn du heute keine negativen Gedanken über dein Essverhalten oder dich selbst hättest. Und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Herangehensweisen. Und wie schon gesagt, es gibt kein richtig und kein falsch. Aber wenn du gar nicht weißt, wie du anfangen sollst, dann gibt es einige Methoden, an die du dich halten kannst, um erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen oder den Anfang leichter zu gestalten. Und die erste Methode wäre zum Beispiel das klassische Liebestagebuch, in der du einfach deinen Tagesablauf runterschreibst, was so passiert ist, was du gefühlt hast und an was du gedacht hast. Und es kann dir auch enorm dabei helfen, wenn du zum Beispiel diese Alles- oder Nichts-Gedanken hast. Und in dem Moment, in dem du dir denkst, oh, jetzt ist es schon egal, weil ich habe, heute der Tag war sowieso schon schlecht oder ich habe mich heute sowieso schon so ungesund ernährt. In diesem Moment, in dem du das denkst, kommt es dir oft so vor, als wäre diese Aussage richtig und wäre total sinnvoll und deswegen handelst du auch danach. Aber wenn du sie dir nochmal reflektiert ansiehst, weil du sie abends aufschreibst, dass du diese Alles- oder Nichts-Einstellung hast oder hattest, dann merkst du vielleicht, dass diese Aussage oder dieser Gedanke alles andere als sinnvoll ist. Und du wirst dir dann auch das nächste Mal darüber bewusster, dass dieser Gedanke einfach total sinnlos ist und zu nichts führt. Und du wirst darüber bewusster, wann und warum er immer wieder auftaucht und wirst dir das nächste Mal bist du einfach vorbereiteter, wenn wieder so ein Gedanke aufkommt und weißt, wie du besser damit umgehen kannst. Und die zweite Methode ist, dass du dir Dinge heraussuchst, ganz spezielle Dinge, die gut waren. Worauf bist du stolz? Was ist heute super gut gelaufen? Und es können auch ganz, ganz kleine Dinge sein, wie zum Beispiel, dass du heute die Waschmaschine angemacht hast oder dass du genug Wasser getrunken hast. Es muss nicht immer irgendwas super Großes sein. Es können ganz einfache Dinge sein, die du heute erledigt hast.
Du kannst dein Journal aber auch zum Beispiel dafür nutzen, dass du dich am Tag, also bevor der Tag begonnen hat, entweder du machst es eben in der Früh, wenn du in der Früh dein Journal führen willst, oder abends am Tag davor, dass du dich fragst, was wäre am nächsten Tag etwas, was diesen Tag großartig machen würde? Was wäre was, worauf du stolz wärst, wenn du es am nächsten Tag machen würdest? Oder worauf würdest du dich freuen, wenn du das am nächsten Tag machen würdest? Du kannst dich aber auch einfach fragen, wie du sein willst. Willst du an dem Tag besonders zuvorkommend und hilfsbereit sein? Oder willst du eine besonders gute Mutter sein, eine besonders gute Tochter oder eine besonders gute Freundin? Oder für was willst du dir an dem Tag Zeit nehmen? Willst du ein neues, gesundes Rezept ausprobieren oder in irgendeine neue Workout-Klasse gehen? Schreib dir einfach auf, was diesen Tag besonders machen würde, und dann mach's. Und eine andere Möglichkeit wäre auch, dass du dir aufschreibst, was wirklich deine Ziele und Träume im Leben sind. Was wünschst du dir? Und das kann ganz unabhängig von deiner Ernährung oder deinem Gewicht sein. Gerade wenn du den Fokus mehr auf das lenkst, was du dir wirklich im Leben wünschst, dann führt es oft dazu, dass du nicht mehr so viel an Essen denkst und nicht mehr so viele negative Gedanken rund um dein Essen hast. Und letztlich ist es ja auch das Ziel, dass diese ganzen Themen rund um dein Gewicht und das Essen einfach wieder einen normalen Stellenwert in deinem Leben einnehmen und du wieder Zeit und Energie für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Also frag dich einfach mal, was sind wirklich meine Ziele im Leben, und schreib das dann auf. Das ist wie so eine kleine Richtschnur, ob du auf dem richtigen Weg gerade überhaupt bist. Und du kannst dein Journal aber auch dafür nutzen, um deine aktuellen Probleme zu lösen oder einfach mal aufzuschreiben. Und oftmals hilft es uns schon, wenn wir sie einfach aus dem Kopf bekommen, einfach mal runterschreiben. Und was aber noch dazu kommt, ist, dass wir Menschen Lösungen für Probleme finden wollen. Und wenn du was aufschreibst, besonders wenn du es als Frage formulierst, möchte dein Unterbewusstsein automatisch Lösungen dafür finden. Und es kann gut sein, dass du auf einmal ganz plötzlich im Laufe des Tages die Lösung für dein Problem findest, obwohl du sie davor die ganze Zeit nicht gefunden hast oder gedacht hast, es gibt gar keine Lösung dafür. Und es kann dir wirklich dabei helfen, dass du deine Probleme in deinem Leben löst. Und probier es einfach mal aus. Und zu guter Letzt noch mal eine andere Herangehensweise, wie du dein Journal nutzen kannst. Und viele von uns fühlen sich ja manchmal einfach nicht gut genug. Und vielleicht fühlst du dich auch manchmal wertlos, vielleicht bist du sauer auf dich, weil du bestimmte Dinge nicht umgesetzt hast und denkst, dass du es irgendwie nicht verdient hast, ein glückliches Leben zu führen. Und vielleicht hält dich genau das davon ab, weil du so viele negative Gedanken über dich selbst hast, dass du einfach denkst, du hast es nicht verdient, glücklich zu sein. Und dann kannst du dein Journal auch dafür nutzen, dass du dir wie so einen Brief an dich selbst schreibst, dass du dir aufschreibst, wie wertvoll du bist, wofür du dankbar bist, was du gut kannst, was dich einzigartig macht. Schreib dir all die Dinge auf, die du gut an dir findest. Schreib dir auf, dass du dir für all diese negativen Gedanken, die du dir gegenüber hast, vergibst, weil kein Mensch perfekt ist. Und du musst auch nicht perfekt sein. Du kannst gar nicht perfekt sein, weil kein Mensch perfekt ist. Und wie du siehst, gibt es jede Menge verschiedene Ansätze, wie du ein Journal führen kannst. Und du musst natürlich auch nicht immer dasselbe machen oder dieselbe Methode verfolgen. Probier dich einfach aus, was für dich passt oder was nicht. Oder wie du dich gerade an dem Tag fühlst, was du brauchst, wonach dir ist. Und nochmal ganz kurz zusammengefasst. Also die erste Methode wäre, dass du einfach ein klassisches Tagebuch schreibst. Einfach deinen Tagesablauf aufschreibst und abends darüber reflektierst. Und die zweite Methode wäre, dass du dir eben bestimmte Dinge raussuchst, die besonders gut waren an dem Tag und du aufschreibst. Dritte Methode, was würde diesen Tag großartig machen? Was wäre eine Sache oder vielleicht auch mehrere, die du an diesen Tagen machen könntest, die den Tag irgendwie besonders machen würden. Viertens, was sind wirklich deine Ziele im Leben und was willst du wirklich im Leben?
5. Schreib dir deine aktuell größten Probleme auf. Und 6. Schreib einen Brief an dich selbst. Und wenn du jetzt denkst, dass ein Journal dir auch helfen kann, dann fang doch einfach mal an. Nimm dir am besten jeden Tag zur selben Zeit vor, dein Journal zu führen und block dir die Zeit ein im Kalender, damit du auch wirklich dran bleibst. Und auch wenn es nur 5 Minuten sind, bleib dran. Wie immer, fang lieber klein an und bleib dran, als dass du dir zu viel vornimmst und es dann ohnehin nicht umsetzt. Ich hoffe natürlich, dass dir das Journal helfen kann, dein Leben einfach ein bisschen strukturierter zu gestalten oder du vielleicht einfach auch ganz, ganz neue Einblicke oder Erkenntnisse von dir und deinem Alltag gewinnen kannst. Und ja, in diesem Sinne, hab noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Deine Laura.